Ich habe gerade ein Video von Dr. Coldwell auf seinem YouTube-Kanal gefunden, das seinen wahren Charakter zeigt. Und es war wirklich schrecklich, sich die schleimige Rede überhaupt anhören zu müssen. In der Rede macht er eindeutig nationalistische Propaganda für Amerika, die hohen Tiere im Hintergrund und das amerikanische Militär. Jemand, der von Regierungen inszenierten militärischen und kriegerischen Absichten positiv gegenübersteht, hat nichts verstanden und ist bewusst oder unbewusst eine Marionette des Bösen. Die ganze Rede ist darauf ausgerichtet, sich sympathisch zu machen und sich zu verkaufen. Er erzählt, was die Leute hören wollen. Die meisten Menschen, die die Wahrheit aufdecken, haben mit starker Zensur seitens YouTube etc. zu kämpfen. Und die Schafe hassen sie dafür, dass sie die Wahrheit erzählen, die viele nicht hören möchten. Und obwohl er kritische Themen behandelt, die für andere gesperrt werden, darf er weitermachen. Wieso? Weil er dem System dient und aus der Verschwörung ein Business macht. Ja, er ist nicht beliebt in den Medien, aber negative Werbung ist auch Werbung. Außerdem zielt er ja auf bestimmte Verschwörungstheoretiker ab, in denen er seine Zielgruppe gefunden hat. Und wenn die Medien über ihn schreiben, dann ist das Werbung für seine Sache. Ich vertraue Menschen, die Anzug tragen, ohnehin nicht wirklich, und er kommt auch noch mit einer Krawatte daher. Das ist eigentlich schon eine große rote Flagge. Ich weiß, dass er auch viel Wahrheit sagt und Aufklärung betreibt, und ich möchte nicht verurteilen, dass er einen Nutzen daraus zieht. Jeder braucht Geld zum Leben. Aber wer Soldaten, Krieg und Propaganda für die amerikanische Regierung macht und Menschen ums Maul schmiert, finde ich eklig. Ich könnte jetzt noch weiter recherchieren, aber er fühlt sich und hört sich, wie der Name schon sagt, wie ein kalter, cold Businessman an, der es vielleicht gut meint, well, aber für den persönlichen Erfolg bereit ist, über Leichen zu gehen. Denn das macht das amerikanische Militär nun mal, so in ihren vielen Regimewechseln, während sie die amerikanische Freiheit in Vietnam oder den Emiraten verteidigt. Und das weiß Codewell, ja, und trotzdem unterstützt er es in seiner persönlichen Gier nach Erfolg. Er bezeichnet Feinde der amerikanischen Regierung sogar als Tumor. Außerdem gibt er mit seinen Doktortitel an, obwohl er die meisten Ärzte verurteilt und weiß, dass so ein Titel nicht viel wert ist. Er macht es nur, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist an sich nicht schlimm, aber eine weitere rote Flagge. Er gibt sich wie ein Showmaster. Schaut euch das Bild an. Wie so ein Popstar, ein spiritueller Mensch würde sich so niemals präsentieren. Er wirkt auf mich leider sehr wie ein Sektenführer und Fernsehprediger. Ich habe mich mit solchen Themen übrigens sehr intensiv beschäftigt, besonders mit dem Fall Jim Jones. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand glücklich damit wird, ihm zu folgen. Die meisten Menschen, die sich dieses Video anschauen, sind wahrscheinlich spirituell viel weiter als Codewell es in diesem Leben je sein wird. Und ihr braucht seine Hilfe nicht. Davon bin ich 100% überzeugt. Sonst würde ich es euch nicht so klar und deutlich sagen und schreiben. Ich sage nicht, er ist ein schlechter Mensch. Er ist kein schlechter Mensch. Hat mit vielen Dingen recht. Macht auch viel Gutes. Aber leider mit gewissen Hintergedanken, die er nicht zeigt. Er ist ganz fest im Hamsterrad des Systems und weit weg von sich selbst. Es ist schon fast komisch, wie ein Mensch von der Behandlung von Stress, Depression etc. schreiben und reden kann und selbst keine Probleme hat, gegen sich selbst zu handeln. Sieht er eurer Meinung nach etwa gesund aus? Ich meine auch unter der Oberfläche, unter der charismatischen Maske, die er während seinen Präsentationen trägt. Mein Tipp, versucht ihn persönlich kennenzulernen. Meinetwegen auch nur über ein Telefonat. Stellt ihm meinetwegen einige vielleicht für ihn unangenehme Fragen und findet heraus, wie er unter der Maske tickt. Nervt ihn ein bisschen. Sagt ihm, ihr findet seine Arbeit echt toll, aber ihr würdet ihm gerne ein paar Fragen stellen. Fragt ihn zum Beispiel, wieso er immer Anzug trägt und sich wie ein Showmaster oder Fernsehprediger zeigt. Wieso er sich für das amerikanische Militär einsetzt und wie viele seiner Anhänger er persönlich kennt. Und wie seine Beziehung zu den Menschen ist, die ihn unterstützen.
Vielleicht auch, was er in seiner Freizeit so macht, wenn er nicht versucht, Geld mit dem Stress, der Krankheit und Depression sowie der Angst von Menschen zu machen. Und wie viel Geld er damit verdient. Und ob er bereit ist, es offen zu legen. Es geht nicht darum, ihn schlecht zu machen, sondern seine Reaktion zu prüfen, sein wahres Ich an die Oberfläche zu locken. Wenn er ruhig und gelassen bleibt und euch nett antwortet und seine Antworten Sinn machen, dann gehört er zu den Guten. Aber wenn er einschnappt und seine Maske verliert, wisst ihr, dass er nicht ist, vielleicht nie war, was er behauptet zu sein. Mir wird wortwörtlich schlecht und übel, je mehr ich mich mit der Sache und diesem Typen befasse. Ich kann nur davon abraten, aber jedem das Seine.